Vielen Dank an Tom für diese präzise Einleitung. Die Bilder und die Berichte aus Israel sind erschreckend mit Hunderten toten Zivilisten. And as Trotsky explained, predicted, Israel is a bloody trap for the Jewish people. Wie von Trotzki vorhergesagt, ist Israel für das jüdische Volk eine blutige Falle. We have a situation, where a land invasion looks imminent. There's possibilities with clashes with the Hezbollah in Lebanon, and the developing war with Gaza is already having profound effects internationally. We're now in a world with not just one war in Ukraine, but two major wars ongoing. Ja, also wir haben eine Situation jetzt, in der eine Bodeninvasion des Gazastreifens wahrscheinlich ist. Es kann zu Zusammenstößen mit der Hisbollah kommen und der sich jetzt entwickelte Krieg mit dem Gazastreifen hat international gewaltige Konsequenzen, die er nach sich zieht. Wir haben jetzt eben nicht nur den einen Krieg in der Ukraine, sondern zwei wirklich bedeutende Kriege. And I won't describe the gruesome events of the last 5 days, or 6 days, which the comrades will already be familiar with, from the news coverage. Yeah, I mean, I think it's important we have a discussion on the big events going on, and appeal to the comrades, people who come along to be part of the discussion, which I'll introduce, but there will be ample time for discussion, agreements and disagreements. I think we do need to. I mean, from the mood in Israel, there's been a massive hardening of the mood, enormous anger at the brutality of the Hamas attacks, which where the Hamas not only conquered police stations and various military bases, but also kibbutzim and a music festival, and murdered large numbers of civilians. And there's enormous anger at that, but there's also enormous anger. Amnon, I think you have to pause for the translation. Okay, so also ich will jetzt nicht die entsetzlichen Ereignisse der letzten paar Tage nochmal beschreiben, aber wir müssen schon über die großen Ereignisse diskutieren, die da stattgefunden haben. Es hat in der israelischen Bevölkerung als Konsequenz der Aktion von Hamas eine massive Verschärfung der Stimmung gegeben und eben enorme Wut über das, was passiert ist, weil sich diese Angriffe eben nicht nur gegen Militär- und Polizeieinrichtungen gerichtet haben, sondern eben auch zum Beispiel auf diesem Musikfestival mehrere hundert Zivilisten ermordet wurden. But there's also enormous anger at the state, the government, the army, which for Israelis, they expect that the state will be there to protect their security. In a sense, that is the reason d'être of the Israeli state. Aber es gibt eben auch enorme Wut gegen den israelischen Staat, gegen die israelischen Behörden und Polizei und Militär, weil man eben vom israelischen Staat erwartet, geschützt zu werden. Im Prinzip ist das die gesamte Existenzberechtigung dieses Staats. And people, in the kibbutzim and in the music festival, are furious that
for hours, they were left to fend for themselves while they were hunted down by the Hamas, without any help being provided, without the army arriving, without the Air Force arriving. Ja, und die Leute in den Kibbutzen und die bei diesem Musikfestival waren, sind eben auch extrem wütend, dass sie, während sie von Hamas angegriffen und gejagt wurden, eben stundenlang damit alleingelassen waren und eben nicht keine Hilfe von Polizei und Militär eingetroffen ist. And there is enormous anger at the political at the government. Government ministers today who visited hospitals were chased away, were shouted at and chased away by angry patients, angry relatives, and angry medical staff. Ja, und es gibt eben auch enorme Wut auf die Regierung. Minister, die versucht haben, Krankenhäuser zu besuchen, sind quasi wieder vertrieben worden durch wütende Patienten, wütende Angehörige und wütende Angestellte der Krankenhäuser. A large 56% in a poll which was published today, 56% of Israelis say that Netanyahu should resign after the war, and the vast majority, I think it's over 80%, blame him for the terrible results of the early stages of terrible results of the attacks. Also ungefähr 86% der Bevölkerung haben in Umfragen angegeben, dass Netanyahu nach dem Ende der Kampfhandlungen zurücktreten soll, und tatsächlich halten anscheinend bis zu 80% der Bevölkerung Netanyahu für verantwortlich für das, was passiert ist. And it has exposed the rottenness of the ultra-right-wing government, which has totally failed to defend the residents of southern Israel while embarking on a campaign of harassment, provocation, and ethnic cleansing against the Palestinians in the West Bank. Ja, also die Ereignisse haben eben auch die rechtsnationalistische israelische Regierung bloßgestellt, weil diese es eben nicht geschafft hat, und deren Klassenstandpunkt, weil dieses eben nicht geschafft hat, die Menschen zu verteidigen und stattdessen eben damit beschäftigt war, gegen die palästinensische Bevölkerung im Westjordanland vorzugehen, unter anderem. This explosion of warfare is, in a sense, a inevitable result of the Israeli policy in Gaza, which has been held under siege since 2007 and has been strangled of resources, where the population live in miserable poverty, with average GDP of less than $4 a day. Also die Ereignisse, dieser Ausbruch von militärischer Gewalt ist in vielerlei Hinsicht eine unausweichliche Konsequenz der israelischen Politik der vergangenen Jahrzehnte und der Belagerung des Gaza-Streifens, die seit 2007 anhält und eben Millionen Menschen in entsetzlicher Armut gefangen hält, unter de factischem Embargo und also in einer Existenz, wo das Pro-Kopf-Einkommen bei weniger als $4 liegt. Annually, the average GDP for a year in Gaza is only $1,440. This compares to a GDP in Israel of $52,000.
Also das jährliche Pro-Kopf-Einkommen liegt nur bei im gesamten Gazastreifen bei $1.444, in Israel bei 52.000 $. And these numbers just illustrate the miserable poverty which people in Gaza suffer, on top of being imprisoned by the Israeli state in collaboration with the Egyptian state, and then on top of being killed and having their homes destroyed in wars which happen every few years. This is now the fifth Gaza war since Israel's withdrawal from Gaza. Also die Menschen leben im Gazastreifen in entsetzlicher Armut, wo es im Prinzip an allem fehlt, und werden darüber hinaus faktisch gefangen gehalten durch Israel, aber eben auch durch Ägypten. Und regelmäßig finden eben auch diese Kriege und Invasionen statt. Also das ist jetzt der 5. Krieg Israels gegen den Gazastreifen, seit die Belagerung angefangen hat. Die Menschen müssen dann eben auch mit dieser schrecklichen Zerstörung leben. Netanyahu ignored warnings that the situation in Gaza would explode, and he believed that the unresolved national question in Gaza and the festering poverty in Gaza could be walled off Israeli society by technological means, by the Iron Dome, the missile defense system, which the German government now has also bought, and by a high-tech wall which cost $1.1 billion and was designed to seal off the Gaza Strip. Ja, also Netanyahu hat die Warnung, dass die Lage gegenüber Gaza eskalieren könnte, eben völlig ignoriert. Er ist davon ausgegangen, dass man die ungelöste nationale Frage bezüglich des Gazastreifens eben mit technischen Mitteln von Israel fernhalten könne, also mit dem auf der einen Seite mit dem eisernen Schutzschild, das die deutsche Regierung jetzt wohl auch gekauft hat, aber eben auch mit einer Hightech-Mauer, die also dazu diente, das israelische Gebiet komplett hermetisch abzuriegeln. So there's no technical or technological solutions to the festering political problems, and the brutal repression by the Israeli state of the population in Gaza, which is a massive open-air prison, has really turned it into a cauldron for recruiting to the Hamas and creating the most enraged, the most angered people. Ja, also es gibt eben keine technische Lösung für schwelende politische Konflikte, und die entsetzliche Unterdrückung der Menschen im Gazastreifen, also das ist faktisch ein riesiges Gefängnis einfach nur, hat natürlich eine Bevölkerung geschaffen, die extrem wütend ist und auch natürlich sehr offen für die Rekrutierungsabsichten von Hamas. This war comes at a time of incredible crisis in Israeli society. There is an ultra-right government, the most right-wing government in the history of the Israeli state, which has engaged in continual provocations against the Palestinian people. Also dieser Krieg kommt zu einem Zeitpunkt einer gewaltigen Krise innerhalb der israelischen Gesellschaft. Es gibt die rechteste Regierung in der Geschichte des Landes, die eben auch sich permanente Provokationen gegen die palästinensische Bevölkerung leistet.
settlers who are armed and funded by the Israeli state and protected by the Israeli army have been carrying out pogroms and carrying out ethnic cleansing, and even today murdered 2 Palestinians in the West Bank while they were attending a funeral. Ja, also bewaffnete Siedler, die vom israelischen Staat finanziert und beschützt werden, führen regelmäßig Pogrome und ethnische Säuberungen durch und haben zum Beispiel auch heute wieder 2 Palästinenser ermordet, die bei einer Beerdigung waren. Netanyahu, who is faced with 4 corruption indictments, is at war with the Israeli judiciary. Netanyahu hat 4 Verfahren gegen sich wegen Korruption und führt faktisch Krieg gegen die israelische Judikative. And his government's attacks on democratic rights and on the rights of women has led to an enormous backlash, with hundreds of thousands of Israelis demonstrating on the streets for 39 weeks, and a massive general strike on the 28th of March, which forced Netanyahu to freeze his judicial reforms and to go into negotiations with the opposition. Ja, also Netanyahus Angriffe auf die demokratischen Rechte der Bevölkerung haben zu massiver Wut und einem massiven Gegendruck und Widerstand in der Bevölkerung geführt. Also es hat riesige Proteste gegeben, die 39 Wochen angehalten haben, und es gab einen Generalstreik am 28. März, der auch Netanyahu dazu gezwungen hat, seine Reformen der Gerichte auf Eis zu legen und eben mit der Opposition zu verhandeln. And the state is massively split, with capitalists, CEOs, generals, and security chiefs among the people who are not only taking part in the protests against Netanyahu, but leading those protests. Also der Staatsapparat ist völlig gespalten. Es sind eben Kapitalisten, CEOs und auch Sicherheitsbeamte nicht nur Teil dieser Proteste, sondern führen diese sogar an. There is, of course, the involvement of the capitalists and the security chiefs in the protests is not for any concern on their part for democratic rights, but because of their fear, which that Netanyahu's irresponsible right populist government will destabilize the situation, create the situation of a new war, which will undermine their profits. Ja, also diese Menschen, also diese Kapitalisten und Staatsbeamte, die sich an den Protesten beteiligen, tun das natürlich nicht aus reiner Güte, sondern weil sie eben Angst haben, dass Netanyahus rechte Regierung das Land destabilisieren wird, eben zum Beispiel auch einen neuen Krieg verursachen könnte und damit natürlich ihre Profite gefährdet. And the situation has, the attacks on Saturday, which were on Saturday, had an effect like 9/11 in the United States, with an enormous support for national unity and for enormous support for war Also in Israeli society. Diese Angriffe, die am Samstag begonnen haben, haben eben eine ähnliche Wirkung auf die israelische Gesellschaft gehabt wie der 11. September in den USA. Also eine haben zu massiver Zustimmung, zu nationaler Einheit geführt. So as I said earlier, 20,000
reservists, or I should have said earlier, 20,000 reservists had said they were going to refuse to serve in the Israeli army under the leadership of a dictator like Netanyahu. But these reservists have now enlisted. 350,000 reserve soldiers have enlisted to pursue the war against in Gaza, and there has been and there's even queues in the airports for Israelis who are trying to get back to Israel from abroad in order to get called up to the army. Ja, also wie ich vorher vielleicht hätte erwähnen sollen, es gab 20.000 Reservisten, die vor diesen Ereignissen erklärt hatten, dass sie unter einem Diktator, wie sie sagen, wie Netanyahu, nicht bereit wären zu dienen. Diese Leute sind aber eben, haben ihren Widerstand jetzt aufgegeben. Es haben sich über 350.000 Menschen freiwillig gemeldet für den Krieg, der also jetzt stattfinden soll. Und es gibt auch an Flughäfen in einigen Ländern gibt es Schlangen von eben Israelis, die nach Israel zurückkehren wollen, um diesen Krieg zu unterstützen. And there's an enormous, of the plans of the Israeli government is to, they say, is to reduce whole areas of Gaza to islands of rubble, and this has already been done in some of the neighborhoods, and even ethnic cleansing of large areas of Gaza, supported by the imperialist powers. Also der israelische Staat, die Regierung Netanyahu hat jetzt vor, eben weite Teile des Gaza-Streifens eben dem Erdboden gleichzumachen. Und teilweise hat das schon stattgefunden. Und es soll eben auch teilweise ist eine ethnische Säuberung des Gaza-Streifens komplett geplant. So there's so the United States has moved its aircraft carrier into the Mediterranean and supplied the Israeli state with bunker-busting bombs. Die USA haben einen Flugzeugträger ins Mittelmeer verlegt und dem israelischen Staat bunkerzerstörende Bomben zur Verfügung gestellt. The Hamas attacks on Saturday, they militarily they were a success, but as always with these kind of actions we would describe as individual terrorism, including the indiscriminate slaughter of civilians. They only compound the situation and actually strengthen the Israeli regime. Ja, also die Angriffe, die stattgefunden haben, waren zwar militärisch an sich erfolgreich, aber wie alles, was wir als individuellen Terrorismus bezeichnen würden, haben sie letztlich die Folge, die Situation nur zu verkomplizieren und haben faktisch die Unterstützung der israelischen Regierung gestärkt. Hamas, the most recent polls give them only minority support in Gaza, but they, because of a vacuum, because of a lack of any other force which is resisting, which is pushing back against Israeli repression, they are getting a certain echo, especially in areas they don't rule in the West Bank, and a certain prestige in the wider Arab world as the only people who are inflicting defeats on the Israeli state.
Ja, also tatsächlich hat die Hamas-Regierung im Gazastreifen nach jüngsten Umfragen nur eine Minderheit tatsächlich hinter sich, aber eben dadurch, dass sie die einzige Kraft sind, die konsequent zurückschlägt, entsteht ein gewisses Vakuum und gibt es eben auch ein Echo und eine gewisse Unterstützung für Hamas, gerade auch aus Teilen der Palästinensergebiete, die sie nicht kontrollieren, also dem Westjordanland. Und das Ganze führt auch weltweit zu einem gewissen Prestige als quasi das Hauptwiderstandsnest. So as Marxists, we oppose the methods of the Hamas, which is a right-wing organization based on capitalism, which attacks and kills workers and oppressors in its own areas, women and gay people. Also als Marxisten sind wir gegen die Methoden der Hamas, die eben eine rechtsradikale Organisation sind, die die Arbeiter unterdrückt und eben auch in den von ihnen kontrollierten Gebieten zum Beispiel Frauen und Homosexuelle unterdrückt. But we also have to explain that the methods of the Hamas cannot liberate the Palestinian people and are totally counterproductive. Wir müssen aber eben auch klar machen, dass die Methoden der Hamas nicht in der Lage sind, die Palästinenser zu befreien und für diesen Zweck auch völlig kontraproduktiv sind. They had scored victories on Saturday, but these victories are limited in terms of temporarily conquering small kibbutzim and small outposts and poverty-stricken towns on the Gaza border, towns and kibbutzim which are expendable from the point of view of the Israeli state. Ja, also diese Erfolge der letzten Tage, die Hamas mit ihrer Aktion verzeichnet hat, sind eben temporär, sind vorübergehend. Das geht hier eben nur um die Eroberung kleiner Außenposten und kleiner Kibbutze und verarmter Dörfer, die eben an der Grenze zu Gaza liegen und alle diese ja auch für die israelische Regierung völlig überhaupt nicht gebraucht werden. And they have no strategy to defeat the Israeli state, no strategy to defend the masses in Gaza, and no strategy to win Palestinian liberation. Ja, und die Hamas hat keine Strategie, den israelischen Staat zu besiegen, keine Strategie, um ihre Bevölkerung zu schützen und eben auch keine Strategie, um die Unterdrückung der Palästinenser zu beenden. And the actions have enormously increased nationalism on the Israeli side. Und ihre Handlungen haben eben den Nationalismus auf der israelischen Seite massiv verstärkt. We often say that humanity faces a choice of socialism or barbarism, and this has been very much shown in the events of the last few days. Ja, wir sagen ja oft, dass die Menschheit eben die Wahl hat zwischen Sozialismus und Barbarei. Und die Ereignisse der letzten paar Tage zeigen das sehr anschaulich. Capitalism has no way out. Es gibt im Kapitalismus keinen Ausweg. The attempts by capitalism to reach a peace agreement, the Oslo Agreement 30 years ago, have failed. Also die Versuche der Kapitalisten und Kapitalistenstaaten, diesen Konflikt zu beenden, vor 30 Jahren mit dem Osloer Frieden, sind eben gescheitert. Unfortunately, as we predicted, we, the CWI and the very small forces of Marxism in Israel-Palestine, because we explained that a peace process based on capitalism, which does not solve the problems of impoverishment
and oppression of Palestinian masses cannot be sustainable. Ja, leider haben sich unsere Vorhersagen als CWI und die Vorhersagen der kleinen marxistischen Kräfte in Israel bestätigt, dass eben der Kapitalismus keinen Ausweg aus diesem Konflikt hat und Friedensbemühungen unter dem kapitalistischen System die Probleme der Armut und der Unterdrückung der palästinensischen Massen nicht lösen können. The Oslo Agreement incorporated the PLO into the machinery as a subcontractor of repressing their own people. Ja, also der Osloer Frieden hatte unter anderem die Auswirkung, dass die PLO eben integriert wurde in den israelischen Staatsapparat ein Stück weit und eben als quasi outgesourcete Handlanger zur Unterdrückung ihrer eigenen Bevölkerung letztlich hinhalten. A small layer around the top of the PLO, which had been renamed the Palestinian Authority, enriched themselves from the spoils of the peace agreement, while the conditions of the masses and Palestinian masses got even worse. Ja, also eine kleine Gruppe im Führungszirkel der PLO, die wurde in die palästinensische Autorität, hat von dieser Einigung, von diesem Osloer While the Palestinians suffered increasing intercommunal violence from settlers who felt threatened by even the smallest concessions to the Palestinians. Also eben die Armut der palästinensischen Massen hat sich in dieser Zeit nur verschlimmert und sie sind eben auch noch stärker Opfer von Gewalt durch israelische Siedler geworden, die jedes Zugeständnis an die palästinensische Bevölkerung eben schon als Bedrohung betrachten. And the rottenness and corruption of a Palestinian Authority, created the ground which allowed the development of Hamas. And Hamas itself has been brutalized by years of intense oppression and siege in Gaza. Ja, also die Korruption der palästinensischen Befreiungsorganisation bzw. der palästinensischen Autorität hat eben den Boden bereitet für die Entwicklung von Hamas auf der anderen Seite. Und Hamas selber ist natürlich auch unter also ein Ergebnis von jahrzehntelanger Unterdrückung und Gewalt im Gaza-Streifen. So how can the repression of the Palestinian people be ended? Also stellt sich die Frage, wie kann die Unterdrückung der palästinensischen Bevölkerung tatsächlich beendet werden? We say it cannot be ended by the Hamas, whose methods are totally counterproductive, and it cannot be ended by the Palestinian Authority, which is totally corrupt and collaborates in the continuation of the oppression. Also wir sagen ganz klar, dass diese Unterdrückung durch Hamas nicht beendet werden kann. Und sie kann auch nicht, weil ihre Methoden völlig kontraproduktiv sind. Und sie kann auch nicht durch die palästinensische Behörden in Westjordanland beendet werden, die eben Teil des Unterdrückungsmechanismus sind. It cannot be ended by the United Nations and not by imperialism, which is in league with oppression. Ja, und diese Unterdrückung kann eben auch nicht durch die Vereinten Nationen beendet werden und auch nicht durch die imperialistischen Staaten, die eben auch
diese Unterdrückung der Palästinenser mittragen. And it cannot be ended by Arab dictatorial regimes which have been falling over themselves to make peace deals with Netanyahu. Und die Unterdrückung kann auch nicht beendet werden durch die arabischen Diktaturen, die eben allesamt Frieden mit Netanyahu geschlossen haben. And it cannot be, as I said before, it cannot be ended by the Hamas or small armed groups which are acting on behalf of the masses. Ja, und genauso wenig, wie schon gesagt, kann die Unterdrückung von Hamas beendet werden, aber auch nicht durch andere kleine Terrorgruppen, die eben quasi anstelle der Massen handeln sollen. And so the liberation of the masses, the Palestinian masses, can only be achieved through the struggle of the Palestinian masses themselves. Also die Befreiung der palästinensischen Massen kann eben nur durch die Aktion der palästinensischen Massen als Ganzes stattfinden. We have the examples of the first Intifada, where the masses took to the streets, defied the Israeli army, defied the occupation, and made the old method of military rule untenable. Also wir haben das Beispiel der ersten Intifada, die eben, wo die Massen eben auf die Straße getreten sind, eben trotz der Besatzung durch die israelische Armee und damit auch die alten Methoden der militärischen Besatzung unmöglich gemacht haben. We have also the examples of the Arab Spring, of Tahrir Square, of the overthrow of Mubarak, and overthrow of Ben Ali by mass movements in 2011. Und wir haben eben auch das Beispiel des arabischen Frühlings und dem Sturz von Diktatoren wie Mubarak und Ben Ali durch die Massen. And we have also the massive movement of this year with in Israel against Netanyahu, which brought hundreds of thousands onto the streets, and whose high point was a general strike. Und wir haben eben auch aus diesem Jahr das Beispiel der enormen Massenbewegung in Israel mit 100.000 Teilnehmern, deren Höhepunkt der Generalstreik gewesen ist. But with all of these movements, what is crucial? They have the power to change society, but what is crucial is their program. All diese Bewegungen haben die Möglichkeit, die Gesellschaft zu verändern. Aber was eben ganz wichtig ist, ist die Frage des Programms. As Marxists, we explain to both Israeli workers and Palestinian workers that they fundamentally have the same interests. They all need jobs, they all need homes, they all need a peaceful future. Als Marxisten sagen wir eben sowohl den israelischen als auch den palästinensischen Arbeiterinnen, dass sie alle letztlich die gleichen Interessen haben. Sie brauchen alle Arbeit, sie brauchen alle Frieden und Lebensmittel. Capitalism can't provide any of these things. It can only provide increasing poverty and permanent and increasingly more bloody war. Ja, und der Kapitalismus kann all diese Sachen eben nicht bringen, sondern eben nur immer schärfere Unterdrückung, immer mehr Armut und immer mehr Gewalt. For an Israeli worker, his or her real enemy is not the worker in Gaza, but it is his own government. Der Feind des israelischen Arbeiters, der israelischen Arbeiterin sind eben nicht die Arbeiterinnen und Arbeiter im Gaza, sondern ihre eigene Regierung. And it is vital
to build workers' parties, independent working class parties to advance the interests of the working class. Und es ist eben von ganz zentraler Wichtigkeit, unabhängige Parteien der Arbeiterinnenklasse aufzubauen, die eben die Interessen der Arbeiterinnenklasse vertreten und umsetzen können. As Netanyahu's ultra-right government cannot be defeated by the Hamas, but the protests and the general strike, so, they showed that they have the power to bring down to stop and potentially bring down the Netanyahu regime. Ja, also die Hamas kann die Regierung Netanyahu eben nicht besiegen, aber die Proteste und der Generalstreik haben eben schon gezeigt, dass es mit diesen Mitteln die Möglichkeit gibt, Netanyahu in die Schranken zu weisen und sogar zu stürzen. But this movement does need a correct program, and it does need an answer to the national question, because the outbreak of war has led to the ending of the demonstrations, really the killing off of the protest movement, and it being transformed into a mutual aid to provide supplies for soldiers. Ja, aber die Bewegung braucht eben ein Programm und sie braucht auch eine Antwort auf die nationale Frage, denn der Ausbruch des Kriegs hat diese Proteste faktisch beendet und die Bewegung in ein bestenfalls Netzwerk zu gegenseitiger Hilfe verwandelt. Because the movement, a Marxist leadership of that movement would say we cannot trust Netanyahu and his government in times of peace, and also we cannot trust them in times of war, that they will wage a war not for our security, but in order to try to salvage their own prestige. Also eine marxistische Führung, wenn die Bewegung eine solche hätte, würde eben ganz klar sagen, dass man Netanyahu und seiner Regierung weder im Krieg noch im Frieden vertrauen kann, weil er eben den Krieg nicht führen wird, um die Bevölkerung zu schützen, sondern um seine eigene politische Karriere zu retten. So we call for the building of workers' parties, both in Israel and in Palestine, for bringing down the Netanyahu regime in Israel, bringing down the Hamas regime in Gaza, bringing down the Palestinian Authority in the West Bank. Also wir rufen dazu auf, sowohl in Israel als auch in Palästina, in den Palästinensergebieten Arbeiterparteien aufzubauen, die von der herrschenden Klasse unabhängig sind und die in der Lage wären, Netanyahu zu stürzen, aber auch die Hamas-Regierung im Gaza und die palästinensische Autorität im Westjordanland zu stürzen. And we call for an independent socialist Palestinian state alongside a socialist Israel with guaranteed democratic rights for all minorities as part of a struggle for a socialist Middle East. Ja, und wir rufen eben zur Schaffung eines unabhängigen sozialistischen Palästinenserstaates neben einem sozialistischen israelischen Staat auf, und zwar Staaten, in denen eben auch vollständige demokratische Rechte für alle Minderheiten bestehen müssen. The national question is insoluble under capitalism, and we've seen the horrific demonstration over last week that we are faced with a future of socialism or barbarism. Also es ist ganz klar, dass die nationale Frage im Kapitalismus nicht zu lösen ist. Und die letzte Woche hat eben ganz klar gezeigt, dass wir nur die Wahl haben zwischen Sozialismus oder Barbarei. Only a socialist struggle against the capitalists, uniting the working class, is the only way out of a deepening inferno of conflict which we're seeing opening up before us. Ja, ein sozialistischer Kampf gegen eben die kapitalistische Herrschaft, gegen die kapitalistische Regierung Netanyahu, aber auch gegen die Hamas,
ist der einzige Ausweg nach der auch angesichts dieser Gewalteskalation noch möglich ist. Thank you. All right, thank you very much. It was a very good discussion, as Tom mentioned. Unfortunately, due to technical problems, I missed the translations of the first contributions, and I'll deal with points raised in reverse order, going backwards. Ja, vielen Dank erstmal für diese sehr gute Diskussion. Leider ist aus technischen Gründen die Übersetzung für die erste Reihe von Meldungen verloren gegangen. Und ich werde auch quasi von hinten nach vorne auf die Fragen eingehen. So I mean, I'll mention, Suzanne's comments in excellent German, and it's absolutely correct. But we need to be careful and sensitive with the terms. The term terrorism, especially, is a term used to attack and delegitimize, any Palestinian activity, including political activity. Ja, wie Susan schon erwähnt hat in ihrem Beitrag, müssen wir extrem sensibel und vorsichtig mit Begriffen umgehen, weil zum Beispiel Begriffe wie Terrorismus eben dazu verwendet werden, die politischen Aktivitäten der Palästinenser zu delegitimieren. But whatever term we use, Marxism does oppose individual terrorism, and whatever word we use, we do have to explain that the methods of indiscriminate attacks on working class civilians are counterproductive. Aber unabhängig von den Begriffen, die wir verwenden, müssen wir trotzdem klar machen, dass wir als Marxisten gegen individuellen Terrorismus sind und dass die Methode wahlloser Angriffe auf Zivilisten eine völlig kontraproduktive Wirkung auf den Befreiungskampf hat. Maria asked some important questions about how we connect to Palestinian youth. Und es wurde die wichtige Frage gestellt, wie wir auf palästinensische Jugendliche zugehen sollen. And of course, the Palestinians will find, will struggle and will try to find the best, most effective way of struggle, and it is our duty as revolutionaries and internationalists to point out or to argue what we believe is an effective strategy and what we believe is a counterproductive strategy. Natürlich suchen die Palästinenser weltweit ja auch nach der besten Methode des Widerstandes, und es ist eben unsere Pflicht als Marxisten eben auch klarzumachen, was unserer Meinung die richtigen und was die falschen Methoden sind. What we have found in the big demonstrations which were in London in 2020, May 2021, when 100,000 mainly Middle Eastern youth took to the streets, many Palestinians, many Muslims, during the May war of that year. There were many left organizations on the demonstrations. All the left organizations had Palestinian flags. All of them, to some extent, were pandering, had an opportunist position of support for the Hamas. And we were the only organization which only had red flags. And we were the only organization putting a class position. And our stalls were swamped by hundreds of young people
wanting to buy our material, sign our contact sheets, give us donations, because platitudes are no use to the Palestinians. Many Palestinians see that none of organizations offer a way forward, and they are looking for an alternative. Ja, also unsere Erfahrung in London bei den großen Demos, die 2021 gegen den damaligen Krieg stattgefunden haben in London, wo Hunderttausende, vor allem Jugendliche aus dem Nahen Mittleren Osten auf der Straße waren. Also unsere Erfahrung war da, es gab da eine Reihe von linken Organisationen, die sich an diesen Protesten beteiligt haben, und die sind alle mit palästinensischen Flaggen marschiert, und die haben alle quasi eine völlig opportunistische Haltung gegenüber Hamas eingenommen und die quasi Hamas unterstützt oder an deren Positionen kapituliert. Und wir waren die einzige Organisation, die damals komplett mit roten Fahnen marschiert ist und eben nicht solche Positionen hatte. Und das Interesse an unseren Ständen war eben enorm. Es haben extrem viele Leute ihre Kontaktdaten dagelassen, unser Material gekauft oder gespendet. Und das zeigt ja auch, dass Plattitüden eben nicht die gleiche Wirkung haben wie ein sozialistisches Programm. Many of the other left organizations limit themselves to a condemnation of atrocities committed by the Israeli state. But that cannot be the conclusion. For us, that is a starting point. And what is unique with us is we offer a strategy to end the misery caused by the inability of capitalism to solve the national question. Ja, also viele oder fast alle linke Organisationen beschränken sich eben darauf, den israelischen Staatsterror zu kritisieren. Für uns ist das aber eben nicht keine ausreichende Position, sondern eben nur der erste Schritt. Unser Ziel, unser Angebot ist eben, den Krieg und all die Schrecken, die durch den Kapitalismus erzeugt werden, zu beenden. Regarding Wolfram's comments, I agree that we need more material. The material we have on the CWI website was written in a hurry because of the need to produce material for a demonstration which was just 48 hours after the start of hostilities. And we will produce a more in-depth material because this is a pivotal event in world events which will have a profound effect. Und ich gebe Wolfram recht, dass wir mehr Material zu der Thematik brauchen. Also das Material, das wir auf der Webseite haben, ist auf die Schnelle geschrieben worden für die Teilnahme eben an einem Protest, der nur 48 Stunden nach Beginn der Kampfhandlungen stattgefunden hat. Und wir werden auf jeden Fall auch noch mehr dazu schreiben, weil das eben ein Schlüsselmoment in der welthistorischen Entwicklung ist, der eben weltweite Auswirkungen auf die politischen Verhältnisse haben wird. And his point about the Hamas being the creation of the Israeli state is absolutely correct, because in the first Intifada in 1987, it was led by 4 organizations, the Fatah, the Democratic Front for Liberation of Palestine, the Popular Front for Liberation of Palestine, and the Palestinian Communist Party. The Hamas did not exist. And it was set up by the Muslim Brotherhood because their youth were leaving to join the Shabiba, to join the Fatah youth organization. And it was nurtured by the Israeli state. It was allowed to
organize openly without the repression other organizations suffered, because the Israeli state at the time wanted to build up the Hamas as a counterweight to the radical nationalists, who at the time it felt was a serious threat. And at that time, previously, the Muslim Brotherhood, the parent organization of the Hamas, was saying the real jihad is in Afghanistan. But and then through successive years, each stage, the Israeli state under both left and right governments has ratcheted up the repression against the Hamas. Its only strategy has been escalation. The first Intifada, was characterized by mass demonstrations and confrontations between the Palestinian masses and soldiers, involving throwing stones. It has moved to today to the use of bombs, the use of now bunker busting bombs against flattening whole neighborhoods on the one hand, and then we've had the suicide bombs of Hamas at the beginning of the century, and now the killing of 1,300 people, including the slaughter of entire families, which we're seeing now. And so the Hamas is very much a product of the mistakes of the Israeli state, very much the wrong policies, similar to the creation of the Taliban by US imperialism. Ja, also es ist natürlich völlig richtig, dass die Hamas vom israelischen Staat mit erschaffen wurde. Die zur Zeit der ersten Intifada war es so, da wurde die Intifada von eben Organisationen wie der Fatah, der DLP und der Kommunistischen Partei Palästinas organisiert. Und Hamas wurde quasi von den Moslembrüdern gegründet, um der Tatsache entgegenzuwirken, dass eben die Jugendlichen sich der Fatah angeschlossen haben und ihnen selber weggelaufen sind. Und die Position der Moslembrüder damals war ja, dass der eigentliche Dschihad in Afghanistan stattfindet. Und gleichzeitig wurde eben Hamas damals vom israelischen Staat beschützt, war eben erstmal keinen Repressionen ausgesetzt und konnte quasi gefahrlos agieren. Über die Jahre hat sich das natürlich aber völlig umgekehrt, und in jeder Periode ist die staatliche Gewalt und die Kampfmittel gegen die Hamas immer stärker eingesetzt worden durch den israelischen Staat. In der ersten Intifada war die Auseinandersetzung noch charakterisiert davon, dass eben die Massen auf der Straße in Konfrontation mit den israelischen Soldaten standen, Steine geworfen haben. Heute ist es eben so, dass der Konflikt völlig militarisiert ist, dass bewaffnete Jugendliche auf beiden Seiten sich gegenseitig abschlachten in Massen, und dass quasi Bunkerbomben gegen Selbstmordbomben verwendet werden. Aber es ist ganz klar, dass die Hamas eben Produkt der Fehler des israelischen Staates ist, ähnlich wie auch die Schaffung der Taliban und deren Karriere. Christoph raised some important questions, and he noted that we don't use. I mean, we do use the term imperialism, but we don't use a lot of left organizations use the term Zionism all the time, and almost mystify the question of Zionism. And the idea is that
there's a stage theory. You can remove Zionism without removing capitalism, and then that's a step towards the solution. So really, and we don't sort of go on about Zionism and Zionists because it does make us sound to the Israeli ears, like ears of Israeli working class, like Palestinian nationalists, and we oppose Zionism. We oppose, we oppose British nationalism. We oppose German nationalism. We are internationalists, but fundamentally, we oppose capitalism. Now, the national question is always a concrete question. So we oppose the creation of the Israeli state, and we supported Trotsky's a slogan that it would merely be a bloody trap for the Jewish people, which is something we're seeing now. But as time went on, and as you had an Israeli working class developing, people first and second generation Israelis who know no other country, we had to recognize that as a fact. And then the question is, and then one very important thing for our position is we do not, we disagree with the analysis which says that Israel is one reactionary mass. We always point out it has class, it has classes, it has class contradictions, and the classes themselves are in, their consciousness is developing. Ja, also die Frage, die von Christoph aufgeworfen wurde, ist sehr wichtig, nämlich die Begriffe des Imperialismus und des Zionismus. Also vom Imperialismus reden wir sehr wohl regelmäßig, aber vom Zionismus eben nicht, im Gegensatz zu vielen anderen linken Organisationen, die diesen Begriff sehr viel verwenden und tatsächlich unserer Meinung nach da diesen Begriff völlig mystifizieren, bis zu dem Punkt, dass man eben die Forderung aufstellt, den Zionismus abzuschaffen und also quasi eine Etappenstrategie verfolgen will. Erstmal den bösen Zionismus bekämpfen und das mit dem Kapitalismus klären wir dann später, dass man eben hofft, das eine abzuschaffen, ohne das andere abzuschaffen. Aber der Grund, warum wir nicht vom Zionismus reden, obwohl wir auch gegen den Zionismus sind, ist, weil eben diese Formulierung für israelische Arbeiterinnen so klingt, als ob wir halt palästinensische Nationalisten wären und eben nur die vertreten würden. Wir sind, sorry, I'm not done yet. Wir sind eben gegen den Zionismus, aber nicht gegen den, aber auch vor allem gegen den Kapitalismus. Und auch wenn wir damals gegen die Schaffung des Staates Israel waren, müssen wir eben anerkennen, dass es heute eine israelische Arbeiterklasse gibt, die aus Menschen besteht, die nie in einem anderen Staat gelebt haben. Und wir sehen es eben auch so, dass Israel eine Klassengesellschaft ist, dass es dort verschiedene Klassen mit eigenem Bewusstsein gibt und dass es eben nicht, wie sehr viele Linke das darstellen, der Staat Israel und seine Bevölkerung ein reaktionärer Block sind. Sorry, now I'm done. Danke. So, and those who believe that the working class in Israel is just what doesn't exist or is a reactionary bloc, or immutable reactionary bloc, got an enormous answer in the last year with the enormous protest movement against the Netanyahu government. And also in 2011, when there was a social movement, which was an echo of Arab Spring, which again previously shook Israeli society to its foundations. Ja, also die Leute, die behaupten oder davon ausgehen, dass Israel ein reaktionärer Block ist, ohne Klassenwidersprüche, die wurden ja sehr gut widerlegt und sehr deutlich einerseits durch die Bewegung, die dieses Jahr, die Massenbewegung in Israel stattgefunden hat, aber eben auch durch die Massenbewegung 2011,
die ein Echo des arabischen Frühlings gewesen ist und enorme Auswirkungen hatte und den israelischen Staat, der israelische Staat ist durch diese Bewegungen in seinen Grundfesten auch erschüttert worden. Christoph asks, what do we mean by the right, Israel's right to exist? And I think that term is a term we should. It is a term which is associated with Israeli nationalism, but our position is that we accept the right, we support the right of Israelis to self-determination. The question is, what is the alternative? If we do not accept the right of Israelis to self-determination, if the Israelis need to be forced into a Palestinian state against their will, then we are creating a barrier. We are pushing the Israelis into the arms of the, as we've seen the Hamas actions, of this weekend, have done. Ja, und Christoph hat auch die Frage aufgeworfen, wie das ist mit dem Begriff des Existenzrechts Israels. Tatsächlich ist das ein Begriff, den wir nicht verwenden, weil das ein Begriff ist, der zu einem nationalistischen Diskurs gehört. Aber was wir eben schon sagen, ist, dass die israelische Bevölkerung ein Recht auf Selbstbestimmung hat, das wir anerkennen. Und die Frage ist ja auch, was ist die Alternative zum Recht auf Selbstbestimmung? Das wäre ja die israelische Bevölkerung gegen ihren Willen dazu zu zwingen, Teil eines palästinensischen Staates zu sein. Damit würden wir natürlich unsere eigene Position untergraben und letztlich auch die israelische Bevölkerung eben in die Hände rechter Kräfte zu treiben, was die jüngsten Angriffe von Hamas ja auch getan haben. The creation of the Israeli state, as Christoph said, was based on a repression of the Palestinian people. It was based on wholesale ethnic cleansing of 700,000 Palestinians. What we say today to Israeli workers is you want an Israeli state, you want to be secure in an Israeli state that can only be based on socialism, and it can only be based on ending all repression, and it can only be based on aiding the Palestinian people to have their own state, their own socialist state, with the closest possible links between the Israeli state and the Palestinian state as part of the socialist Middle East. Ja, und es ist so, dass die Gründung des Staates Israel auf der ethnischen Säuberung von Hunderttausenden Palästinensern basiert. Gleichzeitig ist aber eben das, was wir heute gegenüber der israelischen Arbeiterklasse vertreten, dass wir eben sagen, ihr wollt natürlich in Frieden leben und das ist euer gutes Recht und das wird aber nur möglich sein unter sozialistischen Voraussetzungen. Das setzt voraus, dass ihr auch helft, der palästinensischen Arbeiterinnenklasse helft, alle Unterdrückung zu beenden und eben einen sozialistischen Staat bildet, der in Verbindung existiert mit einem palästinensischen sozialistischen Staat als Teil eines sozialistischen Nahen und Mittleren Ostens. The national question is always a concrete question. It requires great sensitivity, and it varies. Our approach varies according to the time, according to the consciousness as it develops. So we believe at this point, this is the best way to reach both the Israeli workers and the Palestinian workers to create the maximum unity between the working classes and the maximum divisions between the workers and the
the capitalist and in every class, in each country. Ja, also die nationale Frage ist immer eine Konfliktfrage, immer sehr schwierig und wir haben je nach Situation, je nach Zeit, nach Periode haben wir eben unterschiedliche Antworten, die wir auf diese Fragen entwickeln und eben die Forderung einer sozialistischen Zwei-Staaten-Lösung ist die Antwort, die wir im Moment auf diese Frage geben, die dazu dient, maximal zugänglich zu sein für palästinensische, aber auch israelische Arbeiter, die maximale Einheit der Arbeiterklassen beider Gruppen zu erzeugen, aber eben auch die maximale Spaltung zwischen der Arbeiterinnenklasse und den Kapitalisten. So many people think the CDRI position is two states, and that is what we're putting forward, two socialist states. But we're flexible on it. If during the course of the struggle draws Israeli workers and Palestinian workers together, and they reach a conclusion that but one state is better, we are in favor of that. But what we have to what we oppose is the idea of compelling Israeli workers against their will into a unitary state, or annexation of the Palestinian workers against their will into a unitary state. And to people who say we are making too much of a concession to Israeli nationalism, we say, what is the alternative? You can have your your model of what you want to achieve, but how will you achieve it? What forces will achieve it? How will you win over the enormous suspicions between Israeli workers and Palestinian workers, which are the product of generations of struggle, generations of oppression. Ja, also wir bezeichnen unsere Lösung als zwei sozialistische Staaten und von außen kommt das eben auch so rüber, aber wir sind ja auch durchaus flexibel und würden sagen, wenn sich im Laufe der Auseinandersetzungen und der Klassenkämpfe Palästinenser und Israelis zu dem Schluss kommen würden, dass sie auch in einem Staat leben wollen, dann würden wir das natürlich unterstützen. Was wir eben nicht wollen ist, oder was wir nicht für richtig halten, ist, dass die israelische Bevölkerung gegen ihren Willen in einen palästinensischen Staat gezwungen wird oder auch genauso wenig Annexion der Palästinensergebiete durch Israel gegen den Willen der Bevölkerung. Wenn andere Linke sagen, wir würden wir kapitulieren vor dem israelischen Nationalismus, dann sagen wir eben auch wieder, die Frage ist ja, was ist die Alternative und wie setzt man das um? Man kann natürlich sich einen einheitlichen sozialistischen Staat wünschen, aber wie man da hinkommt, ist eben die andere Frage. Und die Frage für uns ist, wie gewinnt man das Vertrauen der Menschen und wie schafft man es, das Misstrauen abzubauen, das eben durch jahrzehntelangen Kampf und Unterdrückung geschaffen wurde. Okay, I have to apologize. I've run out of time, so I have to apologize to comrades whose questions I've not been able to answer. Ja, es ist ihm jetzt die Zeit ausgegangen, deswegen tut es ihm leid für alle, deren Fragen er jetzt nicht noch beantworten konnte. But just to sum up, the events of the last week have been horrific and world-shaking, which will have a massive effect right across the region and right across the world. Ja, aber nur um es zusammenzufassen, die Ereignisse der letzten Woche sind entsetzlich und weltbewegend und haben riesige Auswirkungen auf die Lage auf der ganzen Welt. The horrific illustration of the inability
of capitalism to solve a national question and the horrific results which flow from that. And it is only our method, only the method of Marxism, only the method of a working class taking events into its hands, which can offer a way out from the horrific developments which are happening around us. Ja, die Ereignisse sind eine entsetzliche Bestätigung für die Unfähigkeit des Kapitalismus, die nationale Frage zu lösen. Und es zeigt sich eben, dass nur die Methode des Marxismus, nur die Methode der Arbeiterklasse in der Lage ist, diese Konflikte zu lösen. Thank you. Danke. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Amnon, für die Zeit, für deine Beiträge und für die Erfahrungen und die du mit uns geteilt hast. Vielen, vielen Dank auch an alle anderen, die sich an der Diskussion beteiligt haben. Auch nochmal besonderen Dank an Jasper und ich glaube auch an den Till, der im Hintergrund die Übersetzung aus dem Deutschen ins Englische gemacht hat. Genau, großartige Leistung über einen sehr langen Zeitraum, das durchgezogen. Vielen Dank. Genau, ich habe dem, was Amnon am Ende gesagt hat, nicht mehr viel hinzuzufügen. Nochmal der Hinweis, dass die SOL bzw. die Sozialistische Offensive in Österreich immer und das CWI im Allgemeinen immer auf der Suche nach neuen Mitstreiterinnen und Mitstreitern sind. In dem Sinne, wenn ihr das überzeugend fandet, was ihr heute gehört habt oder weiter mit uns diskutieren wollt, meldet euch bei uns. Bleibt gerne mit uns in Kontakt. Schaut auf unsere Website. Wir werden da in den nächsten Tagen und Wochen noch mehr Material zu veröffentlichen. Und in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend und viel Erfolg bei den nächsten Kämpfen. Und wir sehen uns dann auf der Straße spätestens. Macht's gut.